Wenn mich Leute auf der Straße angeguckt haben, dachte ich immer, dass sie mich nicht nur hässlich finden, sondern sich vor mir ekeln oder wirklich erschrocken sind, weil ich so anders aussehe, weil ich so hässlich bin. Für mich war das nicht nur, dass mich jemand wahrgenommen hat, sondern dass mich jemand verurteilt, wenn er mich sieht. Das Einzige, was ich schon immer gefunden habe an Schminke, war Mascara. Und so Wimperntusche. Und falls ich Augenringe habe und was auch immer, dann ist es, weil ich sonst nicht geschminkt bin, außer Mascara. Und falls irgendwer davon Augen-Aids bekommt oder sowas, tut's mir leid. Bei mir hat es angefangen, dass ich mich hässlich gefühlt habe, als ich in die Pubertät gekommen bin. Der Körper verändert sich. Man sieht anders aus und auf einmal ist es den Klassenkameraden und den Freunden auch wichtig, wie man aussieht. Mir wurde es dann auch wichtig und irgendwann wurde es mir so wichtig, dass ich nur noch darauf geachtet habe. Einen wunderschönen guten Tag. Bevor ich mit dem Video anfange, wollte ich noch was sagen. Und zwar sollte ich wahrscheinlich mich gar nicht rechtfertigen, weil ich das immer tue. Und Leute dann immer schreiben, hör auf, dich zu rechtfertigen, aber ich kann es nicht lassen. Erstens, ich habe gerade angefangen, das Video zu schneiden und mir fällt jetzt schon auf, meine Stirn glänzt die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. Es tut mir leid. In den Phasen, wo ich mich so extrem hässlich gefühlt habe, fiel es mir auf jeden Fall schwer, zur Schule zu gehen. Ich hatte auch mal eine Weisheitszahn-OP und mein Gesicht ist angeschwollen. Und dann bin ich mit einem Schal durch die Schule gelaufen und habe alles verdeckt. Also habe ich einfach versucht, mich so wenig wie möglich zu zeigen, aber trotzdem noch normal zu wirken, weil ich nicht so... Ja, ich wollte ja nicht noch mehr Aufmerksamkeit haben, nur weil es mir dann schlecht geht. Ich habe natürlich mit meinen Freunden darüber geredet und habe ihnen gesagt, dass ich mich hässlich fühle oder dass ich mich selbst nicht im Spiegel angucken kann, ohne anzufangen zu weinen. Und da kam sehr oft, du willst nur Aufmerksamkeit oder das ist doch Schwachsinn, du willst nur Komplimente. Und da gab es so eine Seite, die hieß Ask.fm, wo man sich anonym gegenseitig Fragen stellen konnte. Die Fragen, die ich teilweise bekommen habe, waren, wieso bist du so hässlich oder warum bist du so dünn? Da kann ich mich genau daran erinnern, dass ich einfach nicht mehr konnte. Dann bin ich zusammengebrochen, habe angefangen zu weinen und wusste nicht, wie ich so hässlich weiter nach draußen gehen kann. Ich weiß noch, dass ich in meinem Zimmer war, in meinem Kinderzimmer und mit 14 oder 15 einen Heulkrampf hatte, weil ich mich wieder so hässlich fand. Und ich habe in der Schule, weil mir das alles zu stressig wurde, immer angefangen, meine Arme aufzukratzen. Da sieht man zum Glück nichts mehr von, aber ich habe immer gekratzt, bis es irgendwann geblutet hat, also auch Selbstverletzungen. Und meine Eltern haben das natürlich irgendwann gesehen. Ich habe es versucht abzudecken, aber irgendwann habe ich es ihnen einfach auch gezeigt von mir aus und meinte, bitte helft mir, ich kann das nicht mehr, ich krieg's nicht hin. Können wir kurz eine Pause machen? Ja klar, ich würde dich so gerne umarmen. She just wants to be beautiful she goes. And notice she knows no limit she craves. Attention she praises. An image she prays to be. Körperdysmorphe-Störung wird mit KDS abgekürzt und es ist eine psychische Störung bzw. eine Wahrnehmungsstörung von dem eigenen Körper, dem eigenen Gesicht und meistens fokussieren sich Betroffene auch auf einzelne Teile des Körpers und haben dann da sozusagen riesige Komplexe und Probleme mit, aber das Ganze geht weiter als nur Komplexe, weil man sich selbst verzerrt sieht. Wenn ich einen Anfall sozusagen habe von Körperdysmorphe-Störung, dann kann ich nicht sagen, dass es nicht real ist, dass meine Nase komplett schief ist oder ich komplett grotesk aussehe. Für mich ist es dann in dem Moment Realität. Ich denke, dass man merken kann, dass man vielleicht KDS hat, indem man sich einfach unkontrollierbar selbst kontrolliert. Das heißt, man guckt nicht nur in den Spiegel, weil man gerade dran vorbeiläuft, sondern man sucht obsessiv spiegelnde Oberflächen auf, wo man sich kontrollieren kann. Man tut alles, damit man so gut wie möglich aussieht und wenn man das nicht tut, dann frustriert es und macht einen extremst traurig. Man stellt Aussehen eigentlich über alles, ohne es zu wollen. Als ich so inmitten dieser Krise war, habe ich, als ich an meine Zukunft gedacht habe, eigentlich immer nur gedacht, dass mich niemand lieben wird.
Also das war so das Wichtigste für mich, einfach Liebe und eine Beziehung und irgendwann mal heiraten und Kinder kriegen. Und ich dachte, dass ich das nicht verdient habe und dass ich nicht liebenswert genug bin, weil ich nicht gut genug aussehe. Das ist so ein bisschen paradox, weil es mir persönlich komplett egal ist, wie irgendwer aussieht. Ich mache ja nicht an dem Aussehen anderer Leute aus, ob ich mit der Person befreundet sein will, ob die Person nett ist. Aber bei mir persönlich konnte ich das nicht so differenziert sehen. Ich dachte, wenn ich hässlich bin, dann mag mich auch keiner. At night when the stars light up my room, I see by myself. Ich glaube, wenn man selbst diese Symptome zeigt und sich hässlich findet und nicht mehr weiter weiß, weil diese Gedanken um das eigene Aussehen so im Kopf kreisen, dann sollte man das nicht einfach als Komplexe abtun. Es kann natürlich auch sein, dass es nur das ist, aber man sollte wirklich auf sich achten und vor allem nicht alleine damit bleiben. Ich denke, man sollte sich trauen und wenn es nötig ist, auch eine Therapie anfangen. Es machen nämlich so viele Leute eine Therapie und das ist auf keinen Fall etwas Schlechtes. Und selbst wenn es dann doch nichts hilft, ich denke, man sollte es wenigstens probiert haben. Und ich glaube, das Wichtigste ist, man ist nicht allein damit. Man ist wirklich nicht allein damit.